125 Kubik, ein ausgewachsenes Motorrad, ein Roller mit einer Tagfahrlichtoptik. Es sieht aus wie in der Formel 1, als könnte das hier so ein bisschen so das Fahrzeug sein, mit dem zum Beispiel ein Formel 1-Star mal eben zu seinem Renner fährt. 125 Kubik, Variomatik, 15 PS, was phänomenal ist für die Klasse. Und eine Optik, die so aussieht, ja, als käme sie gerade frisch aus dem Space Shuttle, wäre sie gefallen. Kantige Ecken, ja, ganz modern. Und, ich will aber nicht alles vorweggreifen, das wird uns Thomas Altmaier so ein bisschen erzählen, in der 125er Klasse eine verstellbare Scheibe. So ist es, Sven. Hallo, grüß dich. Ja, ganz tolles Produkt. Du machst hier den Vertrieb von Motorrädern. Wir sind in Rehlingen, das liegt im Saarland. Und ihr seid starker Honda-Partner. So ist es, genau. Wir sind Honda-Vertragshändler und wir machen hier den Verkauf von den Fahrzeugen. Und ich würde euch gerne mal hier unseren 125er Forza zeigen. Das ist ein sehr schöner Tourenroller mit einer super Ausstattung. Ja, Touren heißt aber, ich muss nicht damit immer Touren fahren. Ich wohne in Amerika, da fährt jeder Roller. Nicht in Amerika, in Frankreich. So. Nein, so ist es. Also es geht hier um die Eigenschaften. Du hast hier eine super Sitzposition drauf und du hast halt dementsprechend auch viel Stauraum. Das ist halt die Besonderheit, also die Eigenschaft von diesem Roller. Ja, das Schöne ist 125 Kubik. Es gibt eine Neuerung jetzt in der Führerscheinklasse. Das heißt, das dürfen jetzt auch Menschen fahren ohne weitere Prüfung, die einen Autoführerschein haben. Und da gibt es kleine Bedingungen. Klär mich auf. Genau, es gibt jetzt die B196-Geschichte, nennt sich das. Also wenn du jetzt seit 5 Jahren im Besitz vom Autoführerschein bist, darfst du wenn du in die Fahrschule gehst, musst du ein paar Theoriestunden machen, ein paar praktische Fahrstunden und dann bist du berechtigt, so eine 125er zu fahren. In Deutschland, glaube ich, zunächst. Es ist in Deutschland, genau. Ja. Leider nicht in anderen Ländern. Ja, das wird man dann aber mal rauskriegen, wie das genau funktioniert. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ja. Wann das wo gültig ist. Ich glaube, die Franzosen fahren auch einfach hier rüber. Aber zunächst mal in Deutschland, so ist es. Genau. Das ist die Variomatik. Genau, es ist eine Variomatik, also Automatik. Das heißt, du setzt dich einfach nur drauf, brauchst Gas zu geben, bremsen und das war's. Das ist der Vorteil von so einem Roller halt dementsprechend. Brauchst du nicht schalten. Ja, richtig toll. Er sieht viel größer aus, als er A kostet und B eine Motorleistung hat. Ja, es ist unsere Oberklasse von der 125er, 15 PS, also Maximalleistung in dieser Klasse. Und ich würde dir gerne mal ein bisschen was zeigen dazu. Gerne, ja. Sie ist unglaublich schnell. Also man kann hier ganz bequem auf der Autobahn, ohne dass man sich ganz tief bücken muss, ich sag mal, die Richtgeschwindigkeit fahren. So ist es. Also echte 110 macht er ohne Probleme. Laut Tacho aus meiner Erfahrung auch mal 130. Das geht. Also da kannst du auch mal linke Spur fahren. Ja, das ist ein tolles Fahrzeug. Das wird uns der Thomas mal kurz erzählen. Der andere Thomas, zweimal Thomas. Thomas Reiter, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, es ist ein tolles Fahrzeug, was Honda gebaut hat für den europäischen Markt, oder ist es ein weltweites Fahrzeug? Gut, hier das Spezielle ist jetzt für den deutschen Markt, also eher für Europa gedacht, jetzt nicht für die anderen Länder, wo Honda noch aktiv ist, also ein Auto schon speziell für uns. Ja, es hat riesen Stauraum, darauf gehen wir gleich mal eingehen, aber viele Sachen sind wie beim Auto. Ich sag mal so, Rollerfahren, das ist schon so eine Geschichte, das ist kein reines Motorradfahren, sondern das sind schon Leute, die nutzen das tagtäglich, wahrscheinlich für auf die Arbeit, für überall. Ja, so ist es. Also wir haben einige hier in Kundschaft, einige Kunden, die nutzen das tagtäglich und da sind Kilometerlaufleistungen im Jahr von 10.000 keine Seltenheit. Also das kannst du ganz normal als Alltagsfahrzeug nutzen. 4-Zylinder, wie viele Kolben hat er? Nein, es ist ein Einzylinder, Viertakter mit 125 Kubik und 15 PS, wie schon gesagt. Wollte nur Spaß machen, ja. Der Vierzylinder mit jeweils 30 Kubik. Schwer, glaube ich. Das wäre ein bisschen schwer. Ist das ein Problem? Der dreht ja relativ hoch, wenn er die Leistung dann erfüllt, oder? Ja, so hoch wieder auch nicht. Also man können ja gleich mal laufen lassen. Der Motor hat eine super Laufkultur. Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal. Ja, bitte. Wir haben eben mal ganz kurz angemacht, er ist mir fast schon zu leise, ja, muss man sagen. Aber ich sag mal, Normen, gerade wenn ich jetzt starte und bin im Wohngebiet, man hört ihn gar nicht. Nee, also von der Laufkultur her sehr ruhig, auch von den Geräuschen her. Aber es gibt ja Normen, die er erfüllen muss und das ist alles darauf abgestimmt. So, Keyless Go hat er. Genau, Smart Key nennt sich das bei Honda. Heißt, Schlüssel habe ich jetzt hier in der Tasche. Kannst du hier einmal rumdrehen. Linke Bremse ein bisschen fester ziehen und dann haben wir hier rechts den Starter. Da ist der Starter, wie gehabt. Besonderheit, hier haben wir noch eine Start-Stopp-Automatik wie beim Pkw. Echt? Ja klar, um Kraftstoff zu sparen. Verbrauch 2,5 Liter auf 100 Kilometer. Und wenn du irgendwo anhältst an der Ampel, geht der Motor automatisch aus.
Kinder, der Motor läuft schon. Also ich hoffe, ihr habt es gehört. Die Variomatik, die dreht so ganz leicht schon mal mit. Wenn er steht, da dreht sich da gar nichts. Die Auspuffanlage ist auch alles auf Haltbarkeit ausgelegt, oder? So ist es, genau. Also wir haben ja hier ein Qualitätsprodukt. Honda ist dafür bekannt für die Langlebigkeit seiner Produkte und hohe Kilometerlaufleistung. Ja, ihr könnt wirklich die ältesten Fahrzeuge noch servitieren, oder? Ja, genau. Leider. Manchmal, die halten und halten und halten. Also das ist natürlich Honda weltweit größter Motorenhersteller. Genau, weltweit größter Motorenhersteller. Ja, mach mal aus, bevor die Servicekräfte hier... Ist ja Euro 4 Norm. Ist Euro 4 Norm. Ja, aber es ist so, dass die, ich sag mal, Fahrverbote und Co., das gilt, glaube ich, für PKWs und LKWs. Die Fahrzeuge sind ja davon ausgenommen. Aber so das Thema Reinigkeit, dass da jetzt irgendwelche Rauchwolken hinten rauskommen, wie das, was man früher mal kannte, das waren wahrscheinlich Zweitakter, oder? Das waren die Zweitakter und hier ist ein Viertakter, ist also Getrenntschmierung. Auch vom Tanken her würde ich euch gleich mal noch gerne zeigen. Ist einfach nur Benzin reintanken, da musst du kein Öl oder sowas auffüllen, also das ist ganz easy gemacht. Ja, die Form, bin eben noch mal kurz darauf eingekommen, sie ist ganz modern. So das Kantige, das kennt man ja von Volkswagen, die haben es irgendwann mal eingeführt. Das wird auch hier umgesetzt. Sieht schon ziemlich spacig aus, oder? Ja, sieht doch schick aus, ne? Sehr schick. Weißmatt. Ja, zeig mal den Tanken, bitte. Genau. Einmal hier auf Seat Fuel stehen, dann hier drücken und dann öffnest du hier einfach den Tank. Okay, da ist eine kleine Feder drin. Bitte nochmal. Einfach zuklacken. Genau, dann hier draufdrücken, zack. Das Dann war's. kannst du das Fahrzeug schon betanken. Und nach unten geht der Sitz auf, nehme ich an. Genau, dann mach mal. unten haben wir hier Andere Seite. Stauraum. Krass, für 2 Helme. Bis zu 2 Helme passen hier rein. Und ich denke mal so mindestens mal so 20 Päckchen Milch, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe. Viele fahren ja auch damit einkaufen. Nichtsdestotrotz, der hat sogar noch ein großes Topcase. Genau, ist es auch zentral verriegelt? Genau, du brauchst keinen Schlüssel, also brauchst du nicht irgendwas zu fummeln, sondern hier unten ist so ein kleiner Taster. Drückst du einmal drauf. Zack. Ich zeig's nochmal hier. Einmal hier drauf drücken. Der hat eine Zentralverriegelung. Das ist ja mal praktisch, weil jedes Mal da mit den Handschuhen da irgendwie rumfummeln geht gar nicht. So ist es, genau. 45 Liter Topcase, gehen bis zu 2 Helme rein. Also Stauraum satt. Ist es optional das Topcase oder ist dabei immer? Nein, das ist serienmäßig im Fahrzeugpreis enthalten. Okay. Wie aus einem Guss. Wenn du jetzt noch Kleinkram hast, hast du links noch ein Fach. Auch eine Besonderheit. Warte, ich komme mal zu dir. Muss mal sehen. Nehmen wir gerade hier den Lenker, drückst du hier einmal drauf und dann hast du hier auch nochmal einen sehr großen Stauraum. Besonderheit hier im Stauraum, da ist auch noch eine 12-Volt-Steckdose enthalten, falls du mal Smartphone laden musst oder so. Da ist hier hinten dann eine 12-Volt-Stecker. Warte, ich guck mal gerade rein, wenn du gerade die Hand rausnimmst. Ja. Ah ja, da hinten ist eine 12-Volt-Steckdose. Das heißt, da könnte ich dann meinen Zigarettenanzünder Ladekabel dran machen. Genau. Die Batterie, die drin ist eine Bleigel-Batterie. Ja, korrekt. Bleigel-Batterie ist hier drin. Es gibt ja mittlerweile, habe ich gesehen, für rund 200 € gibt es schon Lithium-Ionen. Ist das empfehlenswert bei der kleinen Klasse? Ja, braucht man nicht unbedingt. Ist die Haltbarkeit ein bisschen besser. Fahrzeuggewicht ist ja eh sehr gering. Ja. Braucht man nicht unbedingt. Auch hier der Anlasser, also das funktioniert. Also Anlasser ist mit drin. Er hat Bedienungselemente wie eine ganz große. Insbesondere die Scheibe. Ich habe es ja vorweggenommen. Richtig, genau. Die Scheibe ist verstellbar und jetzt kommt es, sie ist sogar elektrisch verstellbar. Ist in dieser Klasse schon eine Besonderheit. Ja, bitte mal machen. Zeigen es mal gerade. Wollen wir hier kurz die Zündung aktivieren. Da kommen wieder direkt die Leute und sagen, das geht dann direkt kaputt. Nee, aber ich glaube, Honda hat das schon x-mal gebaut. So ist es. Also bei Honda kannst du davon ausgehen, die Qualität, das passt. So, und dann kannst du dir die Scheibe dann zum Beispiel im Sommer fast in den Ort rein, ein bisschen runterfahren, dass du Wind abkriegst. Wenn es relativ warm ist, Landstraße, zack, wieder hoch. Nee, cool. Das ist toll gemacht. Warte, ich zeige nochmal die Optik. Für 2 Personen, das heißt also der hintere Sitz ein bisschen höher. Genau, da hast du hier die Fußrasten, die kannst du ausklappen. Und dann hat die Sozia, bei dem sitzt sowieso schon, ein super Komfort. Ja, Bremsanlage. ABS ist eingebaut. Das ist ja, ich glaube, ein ähnliches System ist ja mittlerweile Pflicht bei den Motorrädern. Das hier zählt als Motorrad, richtig? Das ist ein Leichtkraftroller, um es genau zu sagen. Ja. Und Bremsanlage für die Sicherheit hat man natürlich hier an ABS dann hast du mit drin. Vorne, hinten, beides? Ja, vorne und hinten. Ja, ich habe aber keine zentrale Bremsanlage, oder? Hier in dem Fall. Nein, also ich habe jetzt keine Kombi-Bremsanlage. Die Bremsanlage ist getrennt hier von vorne und hinten.
Ja, ABS, da haben ja viele drüber gelacht. Die haben gesagt, ABS, das nur für Leute, die nicht fahren können. Aber es trifft ja einen immer unerwartet, so eine Nummer, oder? So ist es. Also ABS, klar, das wurde vor ein paar Jahren immer noch belächelt, aber selbst der erfahrene Motorradfahrer schwört mittlerweile drauf. Ja. Weil wenn du einen Schreckmoment hast, musst du dann abrupt bremsen und das Rad blockiert. Das passiert hier einfach nicht. Was ziemlich cool ist die Signatur hier von der Beleuchtung. Das ist schon ein Hingucker tagsüber. Die LED-Scheinwerfer gefallen mir auch unwahrscheinlich gut, gell? Ja, sind schön. Also muss man sagen. Auch hier die Bereifung, das ist alles groß. 125 Kubik. Ja, B196 ist das Thema. Oder es geht auch, glaube ich, wenn mein Führerschein ein bisschen älter ist, oder? Ist das 125 oder waren das andere? Nein, das sind 125. Ist das dasselbe? Ich sag mal, die alten Autoführerscheininhaber, wo der Führerschein vorm 1. April 1980 ausgestellt wurde, die dürfen das Fahrzeug auch fahren. Ich darf es fahren, ich habe einen 1er früher gemacht. Das hieß früher 1A und der wurde dann automatisch aufgestuft. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt 125 Kubik mit dem Autoführerschein. Wie läuft das ganz genau? Ich muss keine Prüfung mehr machen. So ist es. Also du gehst zur Fahrschule, machst ein paar Fahrstunden, ein paar Theoriestunden und der Fahrlehrer entscheidet dann und dann bist du berechtigt, so eine 125er zu fahren. Die Besonderheit, du brauchst keine Prüfung. Fahrzeug ist nicht ganz billig, muss man sagen. Es gibt günstigere 125er, aber der Werterhalt bei Honda ist phänomenal. Das heißt, du kriegst selbst für jahrealte Fahrzeuge, die gut erhalten sind, richtig viel Geld. So ist es. Also wenn du mal auf den Gebrauchtsektor schaust, so eine Forza 125, 2 Jahre alt, also da ist der Wertverlust wirklich gering. Preis, was kostet die? Die kostet 5.700 € und jetzt kommt die Besonderheit. Honda gibt einen Führerscheinzuschuss. Honda fördert deutschlandweit 2.000 Führerscheine. Heißt also, wenn du jetzt einen 125er Führerschein machst oder auch für große Motorräder natürlich, gibt es bei diesem Fahrzeug 10% Führerscheinzuschuss. Auch in Verbindung mit B196. So, meine blöde Frage, wenn ich 16 bin, darf ich die auch fahren mit dem richtigen Führerschein? Ja klar, sicher. Das ist eine 125er, was auch 16-Jährige fahren dürfen? Genau, da kannst du der 125er Führerschein machen. Haben wir auch schon einige ausgeliefert an 16-Jährige. Die sind natürlich, das ist natürlich dann die Oberklasse für die. Das ist natürlich super. Sehr schön, ja. Forza 125, das Schlachtschiff unter den 125er Rollern mit 15 PS, verstellbarer Scheibe, Euro 4 Normen, 2,5 Liter Verbrauch, einer tollen Variomatik, die Sie wahrscheinlich ein ganzes Leben lang nicht im Stich lassen wird. Zuverlässigkeit à la Honda und natürlich, was ganz wichtig ist, die verstellbare Scheibe und das Ganze auch noch Keyless Go. Das heißt, ich brauche keinen Schlüssel mehr. Mit riesen Stauraum und einer Optik, die wirklich aussieht wie ein ausgewachsenes, großes Motorrad. Ja, alle werden sich jetzt fragen, wo kann ich am besten 10 Stück davon kaufen? Wir sind in Rehlingen. Rehlingen liegt im Saarland. Wir sind direkt an der französischen Grenze hier. Genau, wir sind hier in Siersburg. Genau. Ortsteil von Rehlingen. Richtig, Ortsteil von Rehlingen. Unten der Kreisverkehr kennt vielleicht jeder, das ist die Aral-Tankstelle. Wie gesagt, wir sind hier an der Windmühle 7. Wenn du Siersburg reinkommst, linker Hand und kommt gerne vorbei. Ja, ihr habt einen tollen Techniker, haben wir schon mal ein Video gedreht, Afrika Twin, Unboxing haben wir gemacht, ja. Egal was ist, ihr könnt alles servitieren. Ihr könnt auch, wenn wirklich mal der schlimmste Fall passieren würde, ich habe 500.000 Kilometer, die brauchen einen neuen Kolben, würde gehen. Auch das kriegt der Wolfgang hin. Wir haben einen erfahrenen Zweiradmeister, den hast du ja mal gezeigt in dem Video genau. von der Afrika Twin. Ja. Thomas Altmaier, erstes Video. Genau. Vielen Dank. Hast du vorher schon mal Videos gemacht? Nicht wirklich, nein. Okay, schön. Und da ist sie, die 125er. Für etwas über 5.000 €. Und denken Sie dran, es gibt noch einen Zuschuss für den Führerschein. All das werden Sie dann erfahren, solange der Vorrat reicht. Ja, auch vielen Dank zu dir, Thomas Reiter. Du machst schon wie lange Motorräder? Seit 2007. Seit 2007, 13 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja, vielen Dank. Tschüss.